Hallo, ich bin Andrew und heute habe ich 3 besondere Gäste für euch. Neben mir jetzt sitzt Lukas. Und Lukas, Grüß dich. was machst du hier bei uns in DHL Drehkreuz Leipzig? Ich mache hier eine Ausbildung zum Kaufmann für Speditions- und Logistikdienstleistung. Wow, hört sich gut an. Okay, bevor wir anfangen und du erzählst mir, was du hier machst genau, habe ich ein paar Entweder-oder-Fragen an dich. Okay. LKW oder Flugzeug? Flugzeug. YouTube oder Twitch? YouTube. Adidas oder Nike? Nike. Okay, Lukas, kannst du mir ein bisschen mehr von deiner Ausbildung erzählen? Ja, na klar. Also bei uns ist es so, wir wechseln erstmal alle 4 Monate die Abteilung und durchlaufen hier im Unternehmen so gut wie jede bzw. sehr viele Abteilungen. Dazu gehört zum Beispiel die Abteilung von Truckwatch. Da geht es dann mal nicht nur um Flugzeuge, sondern halt auch mal um LKWs. Okay. Und welche Ausbildungsjahr bist du jetzt? Ich bin jetzt im 2. Ausbildungsjahr. Wie bist du auf die Ausbildung bei uns aufmerksam geworden? Also ich habe mich immer schon für die Logistik interessiert und da ich noch das spezielle Hobby Planespotting hatte, bin ich natürlich auch auf DHL aufmerksam geworden und habe mich dann informiert, was ich hier für Möglichkeiten habe. Ah, schön. Was ist der Highlight der Ausbildung? Dass ich mit dem Konzernchef Frank Appel und 40 anderen Mitarbeitern eine Fahrradtour machen durfte. Wow. Das war in Berchtesgaden und ich habe dort nicht nur Frank Appel kennengelernt, sondern halt auch die anderen Kollegen. Diese kamen aus ganz Deutschland und ich habe so auch wirklich mal Einblicke nicht nur hier vom Hub bekommen, sondern vom ganzen Konzern deutschlandweit. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich auch mit einigen anderen Kollegen noch vernetzt. So, wir haben hier auch eine wundertolle junge Frau hier. Das ist die Sanja. Und Sanja, kannst du dich kurz vorstellen? Ja, genau, ich bin Sanja. Ich bin auszubildende Kauffrau für Büromanagement hier am Hub und bin momentan im 2. Lehrjahr. Oh, cool. Okay, bevor wir tief in deine Ausbildung und deine Aufgaben, was du magst, gehen, habe ich ein paar Entweder-oder-Fragen an dich. Okay. Ready? Ja, leg los. Okay. Apache oder Capital Bra? Apache. Früh- oder Spätaufsteher? Spätaufsteher. Erster Artisch oder Distillery? Distillery. Schokolade oder Chips? Schoki. Und was für Aufgaben hast du in deiner Ausbildung? Ich bin eher im Büro tätig, das heißt, wir sind eher das Administrative zum operativen Bereich hier. Wir kümmern uns beispielsweise um das Recruiting, also dass neue Leute eingestellt werden, um die Arbeitsverträge und da zum Beispiel auch die Ausbildungsabteilung, dass halt die Azubis eingeteilt werden, dass das alles läuft, dass die wissen, wo sie hin müssen und natürlich auch, dass sie ausgebildet werden ordentlich. Wo war die coolste Abteilung, die du bisher besucht hast? Ich glaube, mit meine coolste Abteilung war bei Communications. Ich konnte da sehr, sehr viel machen, unter anderem auch sehr, sehr viel Social Media Work und das hat mir sehr gefallen. Also da konnte ich mich einfach kreativ echt ausleben und auch wirklich was mitmachen und ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Okay, schön. Hier habe ich noch meinen 3. Gast und da ist der Felix. Hallo Andrew. Felix, kannst du dir kurz vorstellen? Ja, ich bin der Felix. Ich bin ein dualer Student beim DHL Kreuz Leipzig und habe davor dieselbe Ausbildung wie der Lukas gemacht zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung. Wow. Okay, bevor wir tief rein in was du schon hier gemacht hast, gehen, habe ich ein paar Entweder-oder-Fragen an dich. Leg los. Kochen oder bestellen? Selber kochen. Be Real oder Snapchat? Weder noch. Ich auch nicht. Allein oder in einem Team arbeiten? Immer im Team. Tag oder Nacht? Beides okay, aber eher Tag. Ordnung oder Chaos? Wenn man sein Chaos beherrscht, ist es ja auch in gewisser Weise Ordnung. Coole Antwort. So, Felix, welches Studium magst du bei uns hier? Ich bin gerade in der Controlling-Abteilung. Dort sollte man schon sehr zahlenaffin sein, weil man auch viel mit Finanzen vom Unternehmen auch zu tun hat. Und meine Aufgaben speziell sind aktuell Excel-Tabellen aktualisieren und automatisieren tatsächlich und Reports erstellen, die man für wichtige Informationen über das Unternehmen braucht. Wie war deine erste Woche bei uns? Ich habe ja an sich zweimal eine erste Woche gehabt, aber jetzt mit dem dualen Studium, es war sehr entspannt. Man hat zum Beispiel Gruppenaufgaben bekommen, dass man eben alle Teilnehmer und neuen BA-Studenten kennenlernt, aber auch viel mit anderen Abteilungen tatsächlich schon. Also wir hatten so ein Stuzubi-Walk heißt das. Da geht quasi eine Gruppe aus Azubis und BA-Studenten
in verschiedene Abteilungen und interviewt die Abteilungsführer. Und wie ist dein Alltag als Student? Bei uns ist es, ich sag mal, Blöcke eingeteilt. Wir sind 3 Monate in der Uni und 3 Monate hier im Betrieb. Und was sind deine Pläne für die Zukunft? Tendenziell natürlich die Übernahme, wo es auch hier sehr gute Übernahmechancen gibt bei DHL. Ja, das stimmt. Und alles andere ergibt sich, wenn es soweit ist. Sehr spannender Nachmittag mit meinen Gästen. Klang sehr cool und sehr spannend, was sie erzählt haben. Und ich danke euch für euer Gespräch und viel Erfolg in euren Ausbildung und deinem Studium. Wir sehen uns hoffentlich wieder und danke fürs Gucken. Ciao. Guck mal, so nah ist man sich jetzt schon.